Herzlich willkommen zur 24. Folge von Reptil TV. Wir waren für euch jetzt ein bisschen in der Weltgeschichte unterwegs, haben euch einige Börsen gezeigt. Jetzt sind wir wieder zurück in der Heimat. Da wollen wir mal ein bisschen was ganz anderes machen. Und zwar haben wir uns gedacht, ein Vogelspinnen-Special. Dazu sind wir bei meinem Freund und Namensvetter, dem Jörg Prokammer. Hallo Stefan. Der Jörg ist seit rund 20 Jahren sehr erfolgreich in der Vogelspinnenzucht, hat sich da einen großen Namen gemacht und ist ein bisschen spezialisiert auf die asiatischen Baumbewohner. Ja, und da wollen wir euch heute einiges zeigen über Paarung, Geschlechtsbestimmung. Wirklich absolut interessante Highlights haben wir für euch. Als erstes wollten wir euch die Geschlechtsbestimmung ein bisschen zeigen von den Spinnen. Jörg, du hast da ein adultes Männchen, oder? Richtig, von der Art Poecilotheria peterseni aus Sri Lanka. Bei den Vogelspinnen ist es in der Regel so, dass die Männchen nach der Geschlechtsreife anders aussehen wie die Weibchen, zumindest bei den asiatischen Vogelspinnen. Also du meinst jetzt von der Färbung an sich, dass sie halt nicht so... Richtig, also die sehen dann in der Regel, nicht so kontrastreich aus wie die Weibchen. Es gibt aber auch Arten, gerade bei den Südamerikanern ist es oft so, dass die Männchen von der Färbung gleich sind wie die Weibchen. Die Brachypelmas oder so, wo man dann farblich gar nicht unterscheiden kann. Okay. Genau. Auf jeden Fall gut unterscheiden kann man es anhand von den Tastern. Da haben die Männchen dann nach der Geschlechtsreife die Bulben, mit welchen dann auch die Weibchen verpaart werden. Kann man hier ganz gut sehen. Und sobald eine Spinne diese Vordersätze hat oder diese Ansätze an den Tastern, kann man sicher sein, es ist ein Männchen. Das ist dann nach der sogenannten Reifehäutung dann aber erst. Okay. Richtig. Und wenn man es jetzt davor bei einem Jungtier sehen will, also wir werden auch oft gefragt, oder die Kunden sagen, sie wollen ein Weibchen, wie kann ich das davor schon erkennen? Also es gibt die Möglichkeit, an der Epikastralfurche zu schauen. Die Weibchen haben da in der Regel einen Schlitz, während die Männchen eher einen Punkt haben. Die Epikastralfurche ist der Darmausgang sozusagen. Nein, der Darmausgang ist hinten bei den Spinnwarzen. Das ist der Geschlechtsbereich, wenn man so sagen möchte. Ah, okay, ja. Wo dann auch eben die Weibchen dann Sperma aufnehmen, die Männchen Sperma ausscheiden, welches dann mit den Bulben aufgenommen wird. Es wird dann in den Bulben gespeichert und damit wird dann das Weibchen verpaart. Und die Weibchen haben eine Furche eher und die Männchen eher einen Punkt, sagst du? Richtig. Bei manchen Arten kann man da aber wirklich keinen Unterschied sehen, dass man dann wirklich darauf angewiesen ist, die Haut unter dem Mikroskop anzuschauen. Wenn man dann eine Spermathek findet, dann ist eindeutig ein Weibchen. Ist keine Spermathek da, ganz klar ein Männchen. Ich denke, dann schauen wir uns das gerade mal an. Hä? Gerne. Hier noch ein kleiner Trick, dass man die Haut schön weich kriegt, dass die nicht zerbricht oder zerreißt. Dazu sprühe ich die ein bisschen ein mit so einem Wasserzerstäuber. Legst dann noch einen Moment auf die Heizung, damit die sich vollsaugen kann. Und dann schaue ich unter dem Binokular, ob ich eine Spermathek finden kann. Also die Spermathek ist beim Weibchen die, sage ich jetzt mal, Tasche oder was, Richtig, wo der Mann seinen Samen reinmacht, ja? Genau. Da gibt es die unterschiedlichsten Formen. Die Spermathek ist oft auch ein Unterscheidungsmerkmal der einzelnen Arten. Und wenn man eben so eine Spermathek tatsächlich findet, dann ist ein 100%iges Weibchen, weil Männchen haben da wirklich gar nichts in der Haut drin. Also hier sieht man dann jetzt sehr schön. Und Jörg, kannst du uns jetzt mal an einer großen Haut vielleicht zeigen, wo wir nach der Spermathek suchen müssen? Also hier ist bei der großen Haut, muss man in dem Bereich hier suchen. Und wenn es die Samentaschen hier hat, dann weiß man, dass es ein Weibchen ist. Und du sagst immer Samentaschen, also die hat 2 von den Taschen, oder? Also es kann zum Beispiel eine Tasche sein, wie jetzt bei Poecilotheria. Bei vielen Arten ist die Spermathek aber zweigeteilt und dann hat es manchmal so Korkenzieherform, wo es dann aufgezwirbelt ist, Pilzform. Da gibt es also alle möglichen Strukturen. Die werden dann auch oft bei der Artbestimmung zur Artidentifikation herangezogen. Und wenn wir jetzt da ewig vergeblich suchen, das würde dann heißen, dass es ein Männchen wäre. Wenn du jetzt da nichts findest an irgendwelchen Taschensachen, dann ist ein Männchen. Richtig. Und wenn du jetzt da irgendwelche Korkenzieher, Beutel, sonstiges findest, dann ist ein Weibchen. Dann auf jeden Fall, genau. So, jetzt probieren wir mal, ob wir eine Paarung zeigen können. Der Jörg hat hier ein hübsches Poecilotheria peterseni Weibchen und setzt einen Mann dazu. Jetzt hoffen wir, dass wir eine schöne Paarung sehen. Unsere Kameramänner hoffen natürlich drauf, dass das Weibchen jetzt das Männchen frisst, weil das mehr Action wäre.
Aber wir als Terrarianer wollen natürlich eine Paarung sehen. Also typisch haben wir jetzt das Trommeln gesehen. Wenn das Weibchen den Mann realisiert, dann fängt die so dieses Trommeln an und damit signalisiert sie auch so ihre Paarungsbereitschaft. Ja, auf jeden Fall. Das gibt dann jetzt so ein Hin und Her. Was sehr schön ist, dass man jetzt schon erkennt, das Weibchen ist interessiert. Also das Mädel definitiv hat Interesse an dem Kerl. Man könnte fast sagen, sie läuft ihm hinterher. Also wir haben jetzt echt den witzigen Fall, dass das Weibchen aus dem Nachbar-Terry scheinbar noch mehr auf den Kerl abfährt und hier ihr Möglichstes gibt, dass sie an ihn rankommt. Und die geplante Braut, die sitzt noch recht verschüchtert oben im Eck. Also auch der Größenunterschied ist recht gut deutlich. Ne? Das kleine Männchen, das, wie wir auch vorher gehört haben, farblich definitiv unattraktiver. Die suchen jetzt eben auch die richtige Position. Und wenn sie die haben, dann geht es ganz schnell. Hoppla. Und das Trommeln ist jetzt speziell eine Sache von den Poecilotheria-Arten oder trommeln alle Vogelspinnen so bei der Paarung? Also trommeln tun alle Vogelspinnen, trommeln und zittern. Es ist aber gattungsspezifisch zumindest. Also ich habe noch nie erlebt, dass eine andere Gattung, zum Beispiel eine Lampropelma, aufs Trommeln von einer Poecilotheria reagiert hätte. Während innerhalb der Gattung Poecilotheria, da ist tatsächlich so, dass da auch andere Arten dann drauf reagieren. Das Paaren selber, wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Also der Mann kriecht unter das Weibchen und dann ist das so, jetzt sage ich mal, Bauch an Bauch, oder wie müssen wir uns das vorstellen? Also das Männchen hat Vorarbeit geleistet, hat ein Spermanetz gebaut, das kann man sich vorstellen wie eine Hängematte, hat da dann einen Spermatropfen drauf abgelegt und dann kriecht es auf der anderen Seite unter dieses Spermanetz drunter und saugt dann dieses Sperma in die Bulben auf. Und erst dann ist ein Männchen auch wirklich paarungsbereit. Also erst dann ist er in der Lage, ein Weibchen zu befruchten. Also dann hat er das Sperma sozusagen in seinen Vorderbeinen oder in dem vordersten Beinpaar? Also in den Tastern. In den Tastern, okay. Und gibt es so weiter. Richtig, und das Weibchen, das speichert dann das Sperma in der Spermathek, das sind so Samentaschen. Und wenn sie dann Eier legt, dann werden die Eier erst befruchtet. Kann auch dann vorkommen, dass ein Weibchen nach dem ersten Kokon einen zweiten Kokon baut und der dann auch befruchtet wird, nochmal mit dem gespeicherten Sperma. Erst wenn sich ein Weibchen häutet, wird auch die Spermathek mitgehäutet und dadurch geht dann das Sperma verloren. Das hat zur Folge, dass ein Weibchen, wo sich frisch gehäutet hat, nicht in der Lage ist, einen befruchteten Kokon zu bauen. ...24 Folgen Reptil TV, das heißt 2 Jahre Reptil TV auf YouTube und seit neuestem Jahr auch auf iTunes. Heute hatten wir wieder ein super spannendes Thema, die Vogelspinnen. Herzlichen Dank auch nochmal an Jörg, er hat uns wirklich ein paar super Insider-Tricks verraten. Ich fand es unheimlich interessant und habe einen Haufen mitgenommen. Ich denke, es geht euch genauso. Ja dann, bis zum nächsten Mal, denkt dran, check my balls. Stunden später, das Männchen sitzt immer noch da, das Spinnenmädel sitzt auf ihrem Kork, vermutlich hat sie ihre Migräne oder weiß der Herrgott was. Auf jeden Fall die Paarung selber haben wir nicht drauf bekommen. Aber wir konnten es, denke ich, gut beschreiben, wir haben das ganze Werben, das Trommeln, haben wir alles gesehen und diesen kleinen Paarungsmoment, ich denke, den können wir uns dann auch noch vorstellen.